Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute ein extra großes Hallo an alle neuen Zuschauer. Willkommen im Brickhouse. Und bevor ich jetzt anfange, überschwänglich euch zu danken und über meinen Kanal zu erzählen, das Wichtigste kurz zuerst. Die letzte Woche war super turbulent. Ich glaube, jeder hat es ja mitbekommen. Guckt auch bei Johnny häufiger nochmal rein wegen den Updates. Da gibt es ja ganz viele neue Informationen. Ich möchte euch einfach nur mal kurz zeigen, das habt ihr geschafft. Das ist der Wahnsinn. Als Community habt ihr einfach super zusammengehalten. Und ich fange jetzt schon mal an. Vielen Dank, dass ich Teil dieser Community werden durfte. Die letzten 5 Monate waren super toll. Und das hier jetzt zu sehen, auch mit diesem traurigen Auslöser, den es dazu gab, zu sehen, dass diese Community so gut zusammenhält, das ist klasse. Ich möchte das Thema jetzt gar nicht lange ausbreiten, aber das sollte auf die Pole Position, denn ich kenne ja meine Analytics, ich weiß, wie eure Aufmerksamkeitsspanne ist. Deswegen, das ist wichtig, das zuerst. Guckt bei Johnny rein für neue Informationen und hört nicht auf, das Thema viral gehen zu lassen. Denn ich denke mal, dieses Thema hat ja nicht nur bei mir, sondern auf vielen Kanälen dafür gesorgt, dass die Community sich vergrößert hat. Also auch in dem Punkt, vielen Dank Lego, dass ihr es mal wieder geschafft habt, Communities zu vergrößern und zu mobilisieren. Das macht ihr sehr, sehr gut. Auf jeden Fall besser als eure PR-Abteilung. Aber zum eigentlichen Punkt. Wir wollen hier keinen angreifen und deswegen auch nochmal mein Appell an euch. Bleibt nett. Vor allem gegenüber Personen, die nichts dafür können. Die PR-Abteilung kann auch nichts dafür. Lasst auch die Fanboys in Ruhe. Fanboys sind was Tolles. Und die meisten Fanboys laufen auch nicht wie hirnlose Zombies rum. Das sind auch wie in jeder Community 3% Idioten. Johnny hat es euch auch lange erklärt. Das ist genauso wie wenn ihr durch den Supermarkt rennt. Irgendwer lässt den Wagen wieder im Weg stehen. Diese eine Person nimmt viel mehr Platz in eurer Wahrnehmung ein als alle anderen Leute, die um euch rum mit einkaufen gehen. Es sind die wenigen, die laut sind. Leider Gottes. Aber deswegen bleibt nett. Ich weiß gar nicht, wieso man es erwähnen muss. Bleibt nett und wenn es euch so sehr ärgert, was ein anderer schreibt und ihr nicht nett bleiben könnt, dann ignoriert es. Es gibt auch andere Wege. Aber ihr habt das so klasse gemacht. Das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, was für eine felsenfeste Community hier ist. Ich wünsche mir, dass es am Ende irgendwann einfach nur eine große ist und nicht so eine, zwiegespaltene 2 Lager. Das brauchen wir nicht. Eine große Community reicht. Jetzt aber, vielen lieben Dank. 5 Monate sind jetzt vergangen. Und ihr habt jetzt gerade spontan mich über die Tausender-Grenze gehoben. Das war total unerwartend. Ich habe nichts vorbereitet gehabt, deswegen kommt dieses Abo-Special auch mit reichlich Delay. Ich habe einfach gedacht, ich hätte noch einen Monat Zeit, irgendwas Tolles vorbereiten zu können, was ich hier dann hinstelle. Ich habe hier ein paar kleine Modelle ausgegraben, kommen wir gleich nochmal kurz zu. Und ich möchte euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie es eigentlich losging, denn eigentlich ging es damit los, dass ich mich irgendwann entschieden habe, ich baue meine Technikmodelle auseinander, will Mocks bauen. Ich würde gern auch die Aufmerksamkeit mit dem Kanal dahin richten, wo immer so wenig Aufmerksamkeit landet, nämlich bei den Designern und deren Mocks. Und deswegen habe ich euch am 25.10., 25.10. euch den 42009 gezeigt, aber nicht als Schwerlastkran, sondern als Autotransporter. Ist alles unten verlinkt, was ich jetzt erwähne. Und das hat euch eigentlich schon ganz gut gefallen. Dann habe ich euch immer weiter Mocks gezeigt, auch mal Einzelteile, natürlich auch mal Sets von Lego, von Carder, von Mold King. Und dann habe ich euch einen Monat später mal die 3 Supercars von Carder und Mold King hingestellt. Und habe auch sehr kritisch darüber berichtet. Das hat vielen nicht gefallen, das ist in Ordnung. Trotzdem vielen Dank, dass dieses Video über 25.000 Aufrufe inzwischen hat. Vielleicht hat sich meine Meinung auch inzwischen gedreht, aber das hat weniger was mit den objektiven Sachen zu tun, sondern vielleicht mit dem, was auch gerade passiert ist. Ihr wisst, wenn ihr bis zu diesem Video gekommen seid, wie meine Meinung zu Lego und auch zu anderen Herstellern ist und dass ich natürlich die anderen Hersteller begeistert bei mir aufgenommen habe und auch super glücklich damit bin, versucht das Video auch einfach mal in diesem Kontext zu sehen, denn ich hätte euch ansonsten nicht 3 Supercars vorgestellt, wenn ich der Meinung wäre, sie wären schlecht. Und 2 davon stehen auch immer noch bei uns im Wohnzimmer zum Angucken, weil ich es auch schön finde. Anfang des Jahres haben wir uns dann mal eine Übersicht von Motorensystemen angeguckt und das hat euch auch sehr gefallen. Ihr habt super viel drunter kommentiert und da ging es auch so ein bisschen los, dass ich mich noch mehr in dieses Thema mit Einzelteilen einarbeiten wollte. Speziell die Motoren, weil da so viele Fragen offen sind und ihr mir ja auch zeigt, dass es an Antworten fehlt, an Transparenz aktuell auf diesem Markt. Also habe ich euch ja jetzt die Tage noch ein zweites Mini-FAQ gezeigt und an dem Thema bleiben wir dran. Kommen wir aber später nochmal drauf. Ich habe euch aber auch hier sowas gezeigt. Hier das Bötchen von Climax. Hinter mir steht der große Kran, der dazugehört. Ich habe euch den hier gezeigt. Ich verlinke euch das alles unten. Der war super. Der war komplett motorisiert und trotzdem sieht er toll aus. Die beiden zeige ich euch jetzt. Half Scale. Ich würde mal sagen hier Quarter Scale. Ich habe es nicht so mit Minifigure Scale eigentlich. beziehungsweise Microfigure Scale bei normalen Klemmbausteinen. Das ist mir zu klein gefunden. Aber das hier ist witzig. Vor allem, die sind komplett RC, haben mehrere Türen zum Öffnen, haben Funktionen. Und das in dem Maßstab.
Finde ich richtig cool. Zeige ich euch nächste oder übernächste Woche mal in Ruhe. Aber ich möchte auch noch 1, 2 andere Projekte machen und zumindest das eine oder andere möchte ich euch gerade mal noch zeigen. So ein Kippmotor-Wandelflugzeug. Das einzige Set, was mich letztes Jahr bei Lego interessiert hat. Und es kam nicht raus. Und ich hätte es sogar mit dem Getriebefehler gekauft. Ich habe mir jetzt lange überlegt, rebricken wir die mal, vielleicht nur mit Teilen, die es halt gibt, weil hier sind einfach noch Exclusive-Teile bei. Das hier ist übrigens natürlich nicht von Lego, das ist ein Mold King-Ding, das ich auch so nicht importiert habe. Das habe ich gebraucht gefunden. Importieren kann ich euch auch nicht raten, nicht nur wegen der Situation jetzt, sondern weil es natürlich ein Plagiat ist. Aber bei gebraucht habe ich mir gesagt, komm, egal, fährst du hin, holst du ab. Hat auch ein bisschen Glück gehabt, weil in der Zeit, wo ich da hingefahren bin, haben sich anscheinend noch mehrere Leute gemeldet. Das Ding hat Nachfrage. Hier sind natürlich jetzt die Teile bei, um es nach dem Original nachzubauen. Ich würde mit euch aber gerne das Ding mal rebricken, vielleicht auch in einer anderen Farbe und dann vielleicht mal in einer Version, in der man es bauen kann. Ohne diese ganzen Teile wie die Blätter, die geschwungenen Panels und sowas, sondern einfach in einer Version, die man mit aktuellen Teilen nachbauen kann. Würde mir sehr gefallen. Vielleicht können wir es ja auch hier komplett Full RC machen, wäre auch ganz nice. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ich fand dieses Modell auf jeden Fall Knaller und finde es schade, dass es nicht auf dem Markt ist, denn es hat sich so schön von allen anderen Modellen abgehoben. Es war einfach mal was anderes. Und ich möchte auch nicht aufhören, euch Lego zu zeigen. Neue Lego-Sachen zeige ich euch ja eigentlich, glaube ich, noch gar nicht großartig, außer einmal hier den Rebrick von dem Buggy. Aber selbst den letzten Schwerlastkran, den wir bekommen haben, den habe ich euch gar nicht gezeigt, sondern ich habe euch direkt ein C-Modell davon gezeigt, weil ich das cool fand, diesen Tow Truck. Aber ich zeige euch halt weiter, zum Beispiel diese kleinen Dinger. Ein kleiner Gabelstapler. Das ist der erste seiner Art. Das ist das erste Technik-Expert-Builder. Ja, das erste Technik-Expert-Builder-Set, was es je gab. Hinter mir steht noch eins, da oben steht noch der mobile Kran. Ich zeige euch jeden Monat eins in dieser Videoreihe Brick to Remember, weil ich mich gerne daran erinnere, was für schöne Modelle es früher gab. Und auf diesem Modell baut alles auf, was in diesem Zimmer steht. Es ist wichtig. Die Firma mag heute doof sein in vielen Augen, aber die Sets können nichts dafür. Und deswegen möchte ich diese Sets euch auch weiter zeigen. Neue Produkte, wie gesagt, kriegt ihr ja von mir wenig zu sehen und wenn dann eher von Kader, Mold King oder Mazembo. Die Sommerwelle sehe ich auch noch kritisch, einfach aus Erfahrung inzwischen. Es kommt zwar ein Mercedes-Modell, da freue ich mich sehr drauf. Unimog war cool, Arox war cool, aber was soll ich jetzt aktuell von einem Mercedes-Modell bei Lego erwarten? Selbst wenn es so toll wird wie der Dumper aus der letzten Sommerwelle, selbst der hat mir noch nicht genug zugesagt. Das war für mich einfach noch nicht ausreichend, um sagen zu können, ich kaufe es als Lego-Technik-Modell. Es ist aber auch noch viel Zeit dahin bis zum Sommer, die Wogen können sich auch noch glätten, es kann noch Kehrtwenden geben. Ich bin ein sehr positiv realistischer Mensch, deswegen kann ich sowas sagen und sehe die Welt nicht ganz so pessimistisch in der Zukunft. Aber ich gehe trotzdem mit einer realistischen Erwartung dran und glaube erstmal nicht, dass ich im Sommer ein Lego-Technik-Set kaufen werde. Und an dem Punkt nochmal kurzer Appell an euch, lasst die YouTuber weiter vorstellen, was sie wollen und lasst die YouTuber, auch wenn sie nicht reagieren wollen, auf das aktuelle Thema. Das ist alles deren Entscheidung und die meisten machen das einfach so, weil sie Bock drauf haben und stellen euch gratis diesen Content. Wir können an andere YouTuber genauso wenig Ansprüche stellen wie an irgendeine Firma. Wir kriegen das, was die uns liefern und entweder wir wollen es dann konsumieren oder nicht. Gut, den stellen wir mal wieder beiseite. Jeden Monat ein Brick to Remember Set. Nächsten Monat müsste der Traktor kommen. Ich glaube 852. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen, außer nochmal vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Aber ein Gedankenanstoß. Und eigentlich würde ich auch dieses Thema gerne weiter nach vorne packen, aber wir haben es jetzt am Ende. Was mir vor allem bei dem Testen von den verschiedenen Motoren auffällt, ist, dass wir kaum Transparenz haben bei der Produktvielfalt der ganzen Hersteller. Wir haben Bricklink, das zählt aber nur für Lego. Und wir bräuchten so etwas für auch alle anderen Hersteller. Jetzt ist das nicht so einfach umsetzbar und wenn wir uns angucken, wie lange Bricklink schon existiert, sehen wir gerade wirklich und können es mal so realisieren. Wir stehen noch ganz am Anfang mit dieser Art von Community und Produktpalette. Aber was könnten wir als Community daran machen, um diese Transparenz, zumindest für uns, etwas besser zu machen? Und da ist auch jeder angehalten, mal zu überlegen, ob es vielleicht wert wäre, eine Stunde Zeit zu investieren und ein paar Informationen aufzuschreiben. Wenn es euch interessiert, das, was ich jetzt erzähle, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir einfach mal ein kurzes eigenes Video dazu mit einem kleinen Konzept, wie sowas angehen könnte. Auch wir könnten uns hinsetzen und eine Art kleines Bricklink schreiben. Ganz klein. Vielleicht auch erstmal nur für Technikmodelle. Einfach damit wir etwas mehr Übersicht haben. Ein kleines Wiki von jedem Hersteller, alle Modelle mit Nummer, vielleicht mit Erscheinungsdatum, mit ein paar Bildern dazu. Dann kann jeder unter so einen Artikel vielleicht ein paar Meinungen dazu schreiben, aber auch dazu schreiben, ob vielleicht beim Baustep ein Fehler ist, ob man auf irgendwas achten muss, damit Transparenz entsteht. Natürlich gibt es ganz viele Funktionen bei Bricklink, die man auch super dafür benutzen könnte. Ein Teil auswählen, sehen, in welchem Set das ist und so weiter und so weiter. Das ist aber absolute Zukunftsmusik.
Erstmal könnte man sich aber dran setzen und generell mal alles auflisten, was wir hier so haben. Dafür müssten aber viele mitmachen, weil weder ich habe wirklich eine große Masse an Sets von anderen Herstellern. Ihr wisst, ich rebricke halt in erster Linie und mache Wiederverwertung. Aber es ist auch unmöglich für eine einzelne Person, das alles aufzulisten. Inventories zu schreiben. Und auch vielleicht mal auf diese ganzen Motorengeschichten da eingehen. Was mit wem kompatibel ist, das gehen wir ja jetzt in meinen Videos an. Aber das ist halt immer noch viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr Informationen und eine Plattform zum Teilen. Und da ist jetzt YouTube halt ein bisschen ungeeignet, wenn man nun mal eben etwas nachschlagen möchte. Und darum geht's ja. Ich würde gerne einfach wissen, wo diese Paneele an welchen Sets dran sind. Das wäre mein Wunsch, das wäre ein Ziel. Und ich glaube, vielen anderen wäre das auch wichtig. Wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn sich einige Leute finden, mache ich dazu mal ein Video mit einem kleinen Konzept, ein paar Ideen. Und dann können wir gucken, ob man das vielleicht irgendwie weiterentwickeln kann. So als Community-Geschichte. Ich bin auch kein Programmierer. Ich schaffe es irgendwie 5 Zeilen JavaScript zu programmieren für meine After Effects Sachen und das war's. Ich habe ein bisschen Ahnung von Homepage-Design, aber sowas sollten trotzdem im Idealfall Profis machen. Und da muss man halt gucken, wie sowas funktioniert, sich finanzieren lässt und so weiter. Zum Ende aber nochmal. Habt nochmal vielen lieben Dank. Es ist wunderschön mit euch in dieser Community. Es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, dass ich euch weiter schön unterhalten kann. Ich weiß, dass sich meine Videos auch aktuell verändern. Das gefällt sicherlich nicht jedem. Ihr habt mir auch schon Feedback gegeben, dass der ein oder andere es nicht so toll findet. Es ist aber aktuell meine Entwicklung. Und ich probiere vieles Neues aus. Ihr habt mir ja auch immer angeraten, hebt dich weiter von anderen Leuten ab. Hier, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes und ich denke, es wird auch jedes Mal ein bisschen besser. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Macht was Tolles, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.